Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem kleinen Bagger-Video. Und zwar geht es heute nicht um unseren Streitbagger Menzimuck, sondern um unseren Radbagger, den O&K MH4 von 1973. Da haben sich ja einige von euch in den Kommentaren gewünscht, dass wir da zum einen mal zeigen, wie man den so bedient mit der ganzen alten Hebelage. Da gehen wir nachher gleich mal eine Runde rum und dann zeigen wir euch, was wir da so umgebaut haben und wie es funktioniert. Und zum anderen werden wir heute auch noch was Wichtiges tun. Wir haben uns nämlich, wie angekündigt, einen Anschweißhaken gekauft für unseren Bagger. Der hat ja keinen. Habt ihr ja bei unserem Lichtmast-Video gesehen, als wir den hingestellt haben, dass wir da so fürchterlich schlunzen mussten. Das wollen wir natürlich nicht mehr machen. Wir wollen uns hier unseren wunderbaren Anschweißhaken anschweißen. Und ich sage bewusst schweißen, denn wir wollen nicht kleben und wir wollen nicht heften. Und wir wollen auch nicht nieten und nicht nageln, sondern richtig offiziell schweißen. Kleiner Funfact, mittlerweile darf ich sowas sogar. Ich habe also einen Schweißschein für eine mehrlagige Kehlnaht bis 20 mm Blech. Das brauchen wir heute. So dick ist das zwar alles nicht, aber es fällt in den Geltungsbereich für alle, die es wissen wollen. Den wollen wir heute mal vorbereiten und anschweißen. Deshalb gibt es heute ein zweiteiliges Video. Vielleicht gibt es auch unten ein Kapitel. Mal sehen, ob ich das hinbekommen habe beim Schneiden. Wir wünschen euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß beim Video und abonnieren nicht vergessen. Ja, wir wollen euch heute mal unseren großen Bagger vorstellen. Das ist ein O&K MH4 von 1973. Der hat 3 Zylinder mit, ich glaube es waren 36 PS, also nicht wirklich viel. Hat 10 Tonnen Leergewicht und kann bis zu 3 Tonnen heben. Und ja, das ist ein Fahrgestell ohne Schild, wie es heutzutage üblich ist. Das ist natürlich fürs Laden manchmal schwierig. Es ist aber zum Ausgleichen hier ist die Hinterachse in dem Fall. Die Besonderheit bei dem hier ist, dass dadurch, dass er kein Schild hat, ist hier die starre Achse, also die nicht gelenkte Achse, ist hier pendelnd aufgehängt. Das ist bei späteren Baujahren umgekehrt, da ist die Lenkachse pendelnd. Und damit er stabil steht beim Laden, sind hier 2 solche Stützzylinder. Also wir haben hier links und rechts Stützzylinder hydraulisch, das sind einfach wirkende. Die sind hier über ein Ventil miteinander verbunden und die haben keine Verbindung zur restlichen Hydraulik vom Bagger. Und die sorgen dafür, dass er dann stabil steht, wenn er lädt. Ja, also wenn wir mal unten bleiben, hier unten ist das Verteilergetriebe. Das ist stark, da gibt es keinerlei Differential dazwischen. Kardanwelle nach vorne, ja, zur Lenkachse und nach hinten. Und die hintere Kardanwelle, die war nicht vorhanden, als wir die gekauft haben. War noch nicht mal ein Differential drin, das haben wir alles nachgerüstet. Und haben eine Achse von dem späteren Baujahr eingebaut. Und deswegen mussten wir uns hier so einen Adapter bauen, damit die Kardanwelle passt. Funktioniert aber alles, das Übersetzungsverhältnis passt. Die Besonderheit beim Antrieb ist die, dass bei neueren Baggern ist der Antrieb immer Hydraulikmotor unten, also am Unterfahrwerk. Und hier ist es aber, hier gibt es eine, ich sag mal, Königswelle, die geht vom Verteilergetriebe nach oben. Hier oben ist das Fahrgetriebe mit 2 Gängen und hier oben in der Mitte ist der Fahrmotor. Hier sieht man die Welle, die nach unten geht, und in der Mitte von der Welle geht auch das Bremsgestänge nach unten. Also das ist alles noch voll mechanisch, hier gibt es keinerlei Hydraulikverbindung zum Unterwagen, außer die Lenkung. Hier dahinter ist das Drehwerksgetriebe mit dem Antriebsmotor, was dann hier unten direkt auf den Zahnkranz geht. Ansonsten hier haben wir nur noch das Batteriefach, 2 Batterien, 24 Volt, also komplett 24 Volt das System. Und hier haben wir nur unser ganzes Werkzeug, was man eventuell braucht oder auch nicht braucht. Im Idealfall geht immer nichts kaputt, aber naja. Im hinteren Teil haben wir hier ganz außen so 20 cm ungefähr der Dieseltank. Und dahinter ungefähr 300 Liter Hydrauliktank.
und der Rest davon ist alles Motor. So, jetzt machen wir die heiligen Hallen auf. Gucken, ob ich es zusammenkriege. Das ist ein Deutz F9L, genau, 3 Zylinder. Hier ist eigentlich nur die Hydraulikpumpe für die Lenkpumpe. Keilriemen, luftgekühlt, da kann auch nichts einfrieren im Winter. Und ja, mehr ist ja nicht, Luftfilter noch. So, der Einstieg ist immer etwas beschwerlich. Hier am Einstieg gleich zu sehen, das ist der Hebel zum Fahren. Also vorwärts und rückwärts, beziehungsweise je nachdem, wie rum er steht, muss man halt aufpassen. Schöner alter Sitz ist jetzt heutzutage klappen die Hebel, damals hat der Sitz geklappt. Zum Einsteigen. Auch der Sitz relativ bequem. Tja, was gibt es hier noch? Die Lenkung haben wir nachgerüstet. Das habt ihr ja gesehen. Hier war ursprünglich so ein Fahrradlenker drin. Und sieht das was? Nee. Die Hebel, hier ist nichts vorgesteuert. Also man steuert hier direkt den großen Hydraulikkreis. Die Hebel sind relativ lang und man braucht auch relativ viel Kraft, um hier was zu bewegen. Also 8 Stunden möchte ich hier nicht drin sitzen und arbeiten. Ja, Scheibe öffnen ist immer ein bisschen schwierig. Voller Körpereinsatz. Das seht ihr auch, da haben wir eine schöne Ersatzscheibe adaptiert. Und zwar ist das eine Heckscheibe von einem Wohnwagen, glaube ich. Die haben wir da einfach raufgepappt. Besser als keine Scheibe. Ja, ich sehe irgendwas. So, ja, Lenkrad. Fangen wir hier drüben an. Ja. Das ist der Hebel zum Umschalten der Fahrstufen. Also 1 und 2, also Kriechgang und Straßengang. Brauchen wir ein bisschen Kraft. Hier ist alles geradverzahnt. Daneben hier ist die kombinierte Handbremse und Pendelbremse. Und die nur zur Hälfte zieht, ist die Pendelachse gesperrt. Und wenn man richtig hoch zieht, ist die Handbremse gesperrt. Handgas. Also man gibt Gas, stellt es fest, fertig. Hebellage. Ganz normal Euro-Steuerung haben wir umgebaut. Das war ganz komisch verklemmt. Also Hauptarm hoch und runter. Schaufel auf und Schaufel zu. Und hier ist dann Knickarm vor und Knickarm. Knickarm vor und zurück. Und das Schwenken links und rechts. Für den linken Fuß gibt es hier die Schwenkbremse. Also man schwenkt ja dann quasi den Turm und dadurch, dass der relativ schwer ist, kann man den hier bremsen. Hier ist aber nicht Servo unterstützt. Also man bremst hier direkt eine Bremstrommel, die direkt auf dem Getriebe vom Schwenkwerk sitzt. Man kann die hier auch feststellen mit so einem Handhebel. Das ist immer gut, wenn man fährt, dass der Turm sich nicht selbstständig macht. In der Mitte haben wir das Gaspedal. Ist aber meistens auf Standgas eingestellt, auf Handgas eingestellt. Hier haben wir die Fußbremse auf alle 4 Räder. Die kann man auch feststellen. Ist fürs Laden wesentlich besser. Und hier in der Mitte war früher mal, das konnte man mit dem Fuß so hin und her bewegen für die Zusatzhydraulik vorne. Aber das war bei uns zwar eingebaut, aber es gab keine Pumpe und keine Anschlüsse. Deswegen haben wir es ausgebaut. Hier ist ein Elektrokasten, der eigentlich Öldruck anzeigt und noch eine Warnlampe. Und hier kann man hupen. Eigentlich waren das die Blinker, aber schon relativ alt. Müssten wir erstmal wieder zum Leben erwecken. Und hier vorne haben wir nochmal die Bremsflüssigkeitsreservoir für die Schwenkbremse. Müssen wir mal im Auge behalten.
Wir haben auch ein Hubdach, tatsächlich. Bloß nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob das aufgeht. Doch, das geht auf. Ach, Das ist Gott. für den Sommer gedacht, wenn es warm ist. Aber wir laden eh meistens mit offener Tür und offenem Fenster. Hier hinten haben wir noch die Zündung. Hier der Knopf zum Anlassen und einen Betriebsstundenzähler. Ich weiß aber nicht, ob der noch geht. Dann lassen wir los, die Karre. Also nichts vorglühen, das ist ein Direkteinspritzer. Hat Ja. einer die Batterie abgeklemmt. Ja, zum Schweißen. Naja, gut. War ein Versuch. Das war's erstmal mit der Tour um den Bagger rundherum. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir beantworten das gerne, ist alles kein Problem. Jetzt geht es weiter mit dem Anschweißen von unserem Anschweißhaken. Ich habe hier schon mal alles Werkzeug hergeholt, was wir so brauchen, mit unserer Außenwerkbank. Wir bereiten das jetzt mal alles vor und dann sehen wir weiter. Nochmal hier zu unserem Anschweißhaken, den haben wir euch wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr mal schauen. Das ist ein Anschweißhaken für 8 Tonnen mit einem Sicherheitsbügel-Dingens-Bummens. Die gibt es sowieso nicht mehr ohne die Teile. Hier unten haben wir eine schöne Anschweißfläche. Das ganze Ding ist echt massiv, das wiegt ein paar Kilo. Und das wollen wir jetzt an den Löffel schweißen. Wer sich jetzt fragt, ob 8 Tonnen jetzt hier nicht zu viel sind, ja, ihr habt recht, 8 Tonnen sind zu viel. Der Bagger hebt maximal 5,5 Tonnen in der kürzesten Lage. Aber ein bisschen Sicherheit brauchen wir ja auch und die 10 Euro Unterschied machen das Kraut dann auch nicht fett. Die Schwachstelle an dem ganzen System ist sowieso nicht der Haken hier. Also das hält, kann einen Bagger dranhängen und noch einen Bagger dranhängen. Die Schwachstelle wird hier unten definitiv die Schweißnaht sein. Da müssen wir uns besondere Mühe geben. Jetzt suchen wir mal eine Position für das Ding. So, hier ist unser schöner Löffel. Keine Ahnung, wie viel Kubik der hat, weiß ich nicht. Genug für uns. Jetzt müssen wir mal mit dem Haken gucken, wo wir den hinmachen. Hier haben wir so eine dicke Beule, die müsste eigentlich erst raus, aber so einen großen Hammer besitzen wir gar nicht. Dann müssen wir mal schauen, dass wir den ausschleifen, dass er hier ordentlich sitzt, bündig hier. Dass wir den Bogen wegbekommen. Das ist schön, der Spalt zum Schweißen so gering wie möglich ist. Das wird jetzt nochmal richtig viel Flexarbeit werden. Aber was hilft's? Hier oben wollen wir den nicht hinsetzen, weil wenn wir dann einen Schlupf dran hängen, kann sein, wir haben einen Schrägzug hier über die Kante, das ist totaler Müll. Deshalb lieber ein Stückchen, ich glaube hier machen wir dann hin am Ende. Oder hier, oder hier. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist gut. Wir müssen ja noch vernünftig baggern können mit dem Gerät. Das sieht schon ganz gut aus. Die Mitte. Das sieht gut aus.
So, wir haben jetzt den Kranhaken nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet, den Anschweißhaken. Hier unten noch ein bisschen hohl geschliffen, damit er sich an den Löffel anpasst, dass man so, der Spalt nicht so groß ist. So sieht das ganze Ding jetzt aus hier. Den werden wir jetzt mal heften und dann mehrlagig verschweißen. Wir nutzen dafür hier unser Schweißgerät, was wir schon seit 15 Jahren haben, glaube ich. Das haben wir etwas modifiziert. Das ist ein schönes Güteschweißgerät. Da haben wir hier einen 4-fach Rollenvorschub reingebaut. Das ist eigentlich so die wichtigste Änderung und ein neues Schlauchpaket dran. Drinnen der Elektronik hat auch schon mal gebrannt, ist aber alles wieder repariert. Naja, werden sich jetzt in den Kommentaren wahrscheinlich einige drüber beschweren, dass wir das mit so einem Gerät machen. Aber das wird halten. Wir haben uns gerade noch mal drüber unterhalten, was wir mit dem Haken machen werden. Wir werden auf keinen Fall damit 5 Tonnen anheben, weil in dem Fall geht eher was anderes am Bagger kaputt. Und schwere Sachen heben wir eh ohne Löffel, also die hängen wir dann direkt ein in den Arm. Das ist wirklich nur, wenn man mal hier so 1,5 Tonnen, 2 Tonnen rumbadalchen will. Dafür ist der Haken gedacht. So, die Wurzelnaht haben wir jetzt gezogen rundherum. Bisschen geputzt mit der Drahtbürste und jetzt machen wir mal die erste Decklage. Oder wie auch immer die zweite Schweißnaht von 3 heißt. Jetzt ist alles schön warm, jetzt machen wir noch die dritte Lage drauf. Gleich hintereinander weg jetzt. Das Ding ist echt Gold wert hier. Habe ich in meinem Schweißlehrgang echt vermisst. Da ging das alles noch mit Seitenschneider. Fürchterlich. Wir sehen hier ein Schweißtier in einer natürlichen Umgebung. Versuchen wir nicht zu stören bei der Arbeit. Ekelhaft. Sieht wirklich schön aus. Naja, die dritte Decklage hat eine kleine Schlagseite. Mal gucken, was ich damit mache. Ich mache erstmal die andere Seite. Wir pinseln das Ganze jetzt hier noch mit unserem einkomponenten Schweißprimer. Echt super Zeug, was wir da entdeckt haben. Nehmen wir immer wieder gerne seitdem. Das geht doch recht schnell, das deckt sehr gut. Für solche schnellen Sachen geht das wunderbar.
Die können wir ja dann noch in Wagenfarbe lackieren. Prost. Ja, wir haben den Haken jetzt nicht angeschliffen. Es ist auch zu kalt zum Lackieren. Aber alles scheißegal. Das ist ein Bagger hier und kein Auto. Das ist wirklich schon angezogen, das Zeug. Ja, das wird kein Gemälde. So, wir sind jetzt fertig mit dem Anschweißen vom Baggerhaken. Wir haben das Ganze hier vierlagig gemacht. Eigentlich wollten wir es dreilagig machen, aber das sah so fürchterlich aus. Da habe ich noch eine drüber gebraten. Die Schweißer unter euch können ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was sie von der ganzen Aktion hier halten. Ich bin da mal gespannt. Habt ihr so Vermutung? Und wir haben jetzt nochmal hier unser Einkomponenten Schweißprimer drauf gemalt, damit er wenigstens ein bisschen geschützt ist. Den verlinken wir euch mal in der Videobeschreibung. Ist echt super Zeug, nehmen wir immer wieder gerne. Und ja, das war's auch schon mit dem Video für heute. Wir sind soweit durch. Wir hoffen wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, schreibt es bitte in die Kommentare und lasst ein Abo da. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal.